Also meine Freunde, richtig krass. Ich habe versucht, diesen Berg hier im Hintergrund hochzufahren mit meinem Roller, aber gar keine Chance. Also wirklich der Fettsackroller hier, mein Cappuccino, er ist an seine Grenzen gekommen. Aber ich will euch dafür einmal diese Aussicht zeigen, auch wenn es heute ein bisschen diesig ist. Kein Problem, ich drehe die Kamera für euch, bleibt dran. Hier sind wir jetzt. Und jetzt drehe ich wieder um. Wollte eigentlich noch höher fahren, aber hat nicht so geklappt. Das kommt davon, wenn man kein Powerfahrzeug mehr hat. Naja, weiter geht's. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Wir haben gerade 18 Uhr Ortszeit. Ich bin mit Cookie gerade Gassi und ich bin vielleicht circa 1 Kilometer gegangen, 150 Meter Höhenmeter gemacht und mein Shirt, ihr seht es ist schon wieder gut nass. Also die Hitze bzw. die Feuchtigkeit in Alanya, sie ist noch da und kannst du gerne mal reinschreiben, ob das was für dich auf lange Sicht wäre. Für mich persönlich beginnt eigentlich erst ab jetzt so richtig die schönste Jahreszeit. Das wurde uns auch damals gesagt, als wir in die Türkei gekommen sind, 2021, dass viele aus der Türkei verschwinden, beziehungsweise wenn sie nicht können, in die Yayla gehen, also auf die Dörfer, in die Berge hoch, wo es einfach mal ein paar Grad kühler ist. Aber wenn du natürlich jetzt hierher kommst, willst du die Hitze genießen, weil du sie in Deutschland wahrscheinlich nicht hast. Und immer wieder werde ich angeschrieben, ja Markus, ich weiß, du hast dir einen Traum erfüllt, leben, wo andere Urlaub machen. Ganz ehrlich, diesen Spruch, ich habe das tatsächlich früher auch oft gesagt, aber das sehe ich mittlerweile einfach anders. Denn das Leben, wo andere Urlaub machen, zu leben, bringt natürlich auch seine Tücken mit sich. Denn es macht dich auch bequem. Es macht dich mehr, bringt dich in deine Komfortzone wieder zurück und dementsprechend kann es passieren und ich habe mich da immer wieder ertappt und das war ganz schön oft, dass ich sehr bequem geworden bin zu dem, was ich sonst in Deutschland, in meiner Heimat gemacht habe. Weiß nicht warum, ist vielleicht auch so eine energetische Sache, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Aber damit du das mal gehört hast. Ich möchte einmal ganz kurz Feedback geben von dem gestrigen Video, wie krass das war, dass eben so viele Menschen abgezockt werden. Nicht nur ich, sondern wahrscheinlich du auch, wenn du das Video von gestern angeschaut hast. Es waren über 150 Kommentare und ein Großteil einfach, Leute, wirklich heftig, war einfach eine Erfahrung von den Menschen, die reingeschrieben haben, dass sie auch abgezogen worden sind oder am laufenden Band abgezogen werden. Und nicht nur als Ausländer, sondern eben auch die Türken, eben auch die Einheimischen selbst, also untereinander, was ich persönlich echt kacke finde, weil normalerweise müsste ja mindestens das Volk zueinander stehen, miteinander den Weg gehen. Aber in der heutigen Zeit anscheinend, gerade auch in der Türkei anscheinend ist es so, dass jeder auf sich selbst guckt. Und dementsprechend muss man einfach gucken, mit welchen Leuten, mit welchen Menschen man natürlich dann auch auf lange Sicht zusammen Zeit verbringt. Weil oft, und du kennst das vielleicht auch aus deinem Leben, hat man sehr viel Zeit mit Freunden verbracht, mit Freunden sozusagen, die sich später als totale Niete herausgestellt haben. Ich persönlich habe sehr oft die Erfahrung machen müssen oder dürfen in dem Fall. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel Wert darauf legen muss, weil es gibt ja Menschen, die können auch nicht alleine sein und die schmeißen sich zum Beispiel auch von der einen in die nächste Beziehung oder suchen sich halt am laufenden Band immer Freunde, weil sie vielleicht auch ihr Leben sonst nicht meistern können oder einfach nur sich zu Tode langweilen würden. Das trifft auf uns persönlich nicht unbedingt zu. Ich habe immer was zu tun und gerade als Selbstständiger hat man natürlich immer irgendwas zu tun, wie der Name es sagt, selbst und ständig. Und dementsprechend trifft bei mir das Wort Langeweile in der Regel nicht auf. Ich zappe auch nicht unbedingt rum. Ich bin keiner, der hier 24 Stunden am Handy klebt, um irgendwelche Shorts oder irgendwelche Blödsinnssachen anzuschauen. Nein, ich bin lieber jemand, der Sachen produziert, erstellt und Menschen damit auch begeistern kann, so wie jetzt mit diesen letzten Videos auch aus der Türkei oder eben auch mit dem jetzigen Video eventuell. Ich freue mich, wenn ich natürlich Input geben kann und ich freue mich auch, wenn ich einen gewissen Teil an Nachrichten, an gewissen Informationen auch weiter teilen kann und deswegen bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagst, wenn ich dir sage, dass
die Taliban in Afghanistan, die haben ja die Herrschaft wieder übernommen, seit vielen Jahren jetzt schon wieder mittlerweile. Und die lachen Deutschland aus. Sie lachen über das Dümmste, was die Bundesregierung jemals getan hat. Ich bin da auch vor ein paar Tagen erst drauf gestoßen und heute war es dann auch nochmal offiziell in der Zeitschrift sozusagen, in den Newsblättern. Heftig. Es ist ja so, dass Straftäter, die in Deutschland dann abgeschoben werden, jetzt in dem Fall Menschen mit Migrationshintergrund, die müssen sich natürlich dann ihrer Verantwortung stellen. Und dann ist es so, dass sie als Abschiedsgeschenk, es heißt offiziell Taschengeld, dass sie noch 1000 Euro Taschengeld, ich nenne es mal Abschiedsgeld, in die Hand gedrückt bekommen. 1000 Euro pro Mensch, der abgeschoben wird nach Afghanistan, damit sie sich dort natürlich, wer weiß was, kaufen können. Und dann landen die dort in Afghanistan, in Kabul oder sonst wo. Und dann, wer wartet da? Natürlich gibt es da auch eine Art Grenzpolizei. Aber in dem Fall ist das alles unter Taliban-Macht. Und da werden die Gelder dann einfach wieder abgezwackt. Also wie krass ist das bitte? Und dann kommen natürlich solche Sprüche wie blöd muss eigentlich der deutsche Staat sein? Und vor Jahren wurde es schon gesagt, es gibt keinen dümmeren Staat, keine dümmere Regierung als die deutsche. Und ich als Deutscher natürlich finde das eigentlich eher beschämend. Ja, es ist eigentlich sehr, sehr peinlich, was die letzten Jahre passiert ist und eine Ungerechtigkeit dem deutschen Volke gegenüber. Und ich rede jetzt nicht reinrassig den Deutschen, nein, sondern den Menschen, die unter anderem auch seit Jahrzehnten die Bundesrepublik Deutschland beherbergen, beziehungsweise auch teilweise sogar mit aufgebaut haben. Und da gehören unter anderem auch die türkischen Gastarbeiter, die erste Generation, dann die zweite Generation und mehr. Und das ist dann schon beschämend, wenn diese Menschen heutzutage in Altersarmut leiden, Pfandflaschen sammeln müssen, daraufhin sogar noch Steuern zahlen müssen, wenn man es ganz offiziell sieht, was ich total krass finde, und wirklich an der Armutsgrenze einfach leben. Und das darf nicht sein. Aber zeitgleich Straftätern, Menschen, die sich nicht benommen haben in Deutschland, abgeschoben werden auf Staatskosten natürlich, also auch auf Kosten von dir und von mir, diejenigen, die in Deutschland auch Steuern zahlen. Ja, auch ich zahle noch Steuern, obwohl ich abgemeldet bin. Aber ich zahle trotzdem Mehrwertsteuer, weil wir Produkte verkaufen in Deutschland. Also zahle ich auch das. Und das ist natürlich schon krass, dass Menschen dann noch belohnt werden, 1000 Euro in den hintersten Po gesteckt werden sozusagen. Und dann wird das denen sogar noch abgenommen. Und daraufhin kommen dann die Sprüche wie die Terrorfinanzierung der Deutschen in Afghanistan. Also es ist schon wirklich ganz, ganz krass. Es muss sich was ändern in Deutschland. Ich denke, es wird sich was ändern. Wir haben es jetzt im Osten gesehen. In Sachsen, Brandenburg wird noch gewählt und in Thüringen die AfD. Ganz krass, was abgeht. Du kannst gerne mal reinschreiben, was deine Meinung dazu ist. Sehr, sehr heftig und ich bin sehr gespannt, wie es in Deutschland weitergeht. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht nur körperlich, sondern auch geistig, mental fit halten. Man sollte meiner Meinung nach Augen, Ohren offen halten, damit man einfach auch checkt, was abgeht und vor allen Dingen eine gewisse Feinfühligkeit haben. Also ich kann es schon verstehen, warum natürlich Menschen auch gerne nach Deutschland wollen. Und viele Menschen können nicht nach Deutschland, einfach so. Und wir haben dementsprechend, auch du wahrscheinlich, immer einen Joker in der Hand. Ich kann jedem empfehlen, sich mal die Welt anzuschauen, sich vielleicht die einen oder anderen Immobilien sich mal anzuschauen, auch speziell in der Türkei, außerhalb der EU. Es geht gar nicht um die Türkei, außerhalb der EU. Keine Ahnung, Georgien soll sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen. Oder eben auch Südamerika kann man sich ja mal anschauen. War nicht mein Fall, aber vielleicht für dich. Und dementsprechend ist es gut, wenn du Erfahrung gesammelt hast, falls die Lage in Deutschland eskaliert. Und da muss man einfach hinhören, Augen und Ohren offen halten, wenn man die Zeichen erkennt, dass man frühzeitig abhaut. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die sind schon vor Jahren abgehauen, beziehungsweise auch Unternehmen, Firmen, die gehen so langsam mehr und mehr. Aber es gibt auch Firmen und Menschen, die in Deutschland bleiben, weil sie Vertrauen haben, weil sie Hoffnung haben. Und dementsprechend denke ich, kann das auch gut sein. Weil es wäre ja katastrophal, wenn wirklich alle abhauen. Alle Menschen, die
Kapital haben, alle Firmen, die Kapital haben, wenn die gehen. Und wer bleibt dann übrig? Es wird sehr spannend auf jeden Fall und dementsprechend freue ich mich, wenn du auch hier weiter dran bleibst. Dementsprechend habt eine gute Zeit. Lass deine Meinung da. Was sagst du dazu, dass die AfD hier sehr stark abgeschnitten hat und vor allen Dingen auf jeden Fall auch in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Stimmen sozusagen bekommt? Und du kannst auch mal sagen, ob du auch abgestimmt hast, beziehungsweise ob du denkst, dass das auch was bringt. Eine Sache, was auf jeden Fall was bringt, sage ich dir, ist, wenn du dich um deine Gesundheit kümmerst. In deiner Eigenverantwortung, das ist ganz, ganz wichtig. Mit Sport, mit genug Bewegung, so wie ich jetzt einfach nur spazieren gegangen bin, den Berg hier hoch und runter jetzt gehe, nass geschwitzt bin, mehr oder weniger, eventuell abends noch mal eine Runde laufen gehe, mich auf meine Ernährung fokussiere, nicht zu viel Blödsinn in mich hineinhau oder halt das Ganze reduziere, im besten Fall. Weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker, keine Softgetränke, kein Alkohol, kein Rauchen. Oder wenn du einer bist, der gerade da jetzt so ein bisschen die Abhängigkeit spürt, dass man das zumindest mal versucht zu reduzieren. Weil das ist doch das, worum es geht, die Gesundheit. Weil es bringt nichts, wenn du Kohle hast ohne Ende. Und glaub mir, es gibt so viele Menschen, die sind so wohlhabend, sie haben so viel Geld, aber sie haben auch so viele Krankheiten. Und dementsprechend ist es so wichtig, einfach sich gesund zu erhalten. Und das, was kostenlos ist, das ist das, was du machen kannst. Joggen gehen, in Bewegung bleiben, bisschen Mobilität, geistige Arbeit, einfach mal Fernseher, Handy auch ausschalten, nachdem du jetzt so ein wichtiges Video angeschaut hast. Einfach mal vielleicht ein bisschen 5 Minuten mal sich zur Ruhe setzen, einfach mal versuchen, seine Gedanken kreisen zu lassen oder auch sogar versuchen, mal abzuschalten. Ja? Und dementsprechend, das ist kostenlos. Es kostet nur deine Lebenszeit, aber das ist das, was es wirklich bringt. Und wenn du dann natürlich noch eine gute Ernährung fährst, deine abgedeckten Nährstoffspiegel hast und hochfährst, in dem Fall auch natürlich ganz klar mit unseren iTransform Nahrungsergänzungsmitteln. Reine Substanzen aus der Natur, gut und hoch dosiert, Preis-Leistung top, Kundensupport top. Wenn es Fragen gibt, kannst du aus dem Shop direkt heraus WhatsApp-Kontakt aufnehmen und da wird sich um dich gekümmert, um Dosierungseinnahmeempfehlungen oder mehr. Dementsprechend freue ich mich da auch dein Feedback. Und dann habe ich noch mal eine Ankündigung zu machen, dass ich im nächsten Video morgen bekannt geben werde, wann ich das nächste Live machen werde. Also schau dir unbedingt das nächste Video morgen an. Das heißt, um es nicht zu verpassen, abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke und lass deine Meinung da und teile auch gerne diesen Kanal. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst und wünsche dir weiterhin erstmal eine gute Zeit. Bleib gesund und munter. Dein Markus aus Alanya.